So, und schon geht's weiter bei der Town of Light. Ja, wir sind immer noch in der Anstalt, jetzt in der Gegenwart. Ich habe keine Ahnung, wie sie daherkam. Zu der Stelle hier. Null Ahnung und wir versuchen da immer noch einen Weg rauszufinden. Auf jeden Fall wurde sie krank. Wegen der Kälte und der Unterernährung. Das haben wir im letzten Brief gelesen. Okay. Da funktioniert der noch. Moment, das möchte ich jetzt wissen, ob das noch funktioniert. Kein Tonband. In here, nobody laughs. I mean, really laughs. Not those crazy fools who laugh because people say they are mad. I don't know why, because they do really laugh. They say that I'm mad too, but I never feel like laughing. In the past, people laughed at me. But they were right, you know? You can't always cry, and people laugh when they are afraid, don't they? It happened to you, not to me, better so. In short, they do that to show that they're happy. You oughtn't to be offended because it's true and deep down it's just like having pity, so to speak. But then you think about yourself and so you laugh to say that it's okay. Everything will get better, that it's all shit. It's all shit, this place. You're not trying to tell me that it's not true, right? An intelligent person, educated, not like me. And if I could see that it's a load of shit, just imagine how much better you understand. No, come on. No, I feel fine here, you know? After all, I can do anything I want or say anything I want. No, come on. No, I feel fine here, you know? After all, I can do anything I want or say anything I want. Okay, mit dem Drecksloch hat sie recht. Das ist ein Drecksloch. Okay, anscheinend kann ich hier nichts mehr tun. Ne. Konnte ich eigentlich nur auswählen, eins von beiden wahrscheinlich. Hallo! Raus will ich. Wie jetzt? Da bimmelt was. Voltaire. Ja, das ist sie. Die Renee. Die überlegt, was ihr machen könnt. Sehe ich in ihrem Blick. Als ob sie auf das Klingeln reagiert. Wie, das war alles? Nur, dass sie sich da irgendwo hinhockt und wartet. Ich hätte halt gedacht, dass sie irgendwas jetzt anstellt oder so. Ja, ich komm ja gleich. Wie zum Geier kann hier noch was bimmeln, hey. Ja, ich weiß, da hinten ist es. Ich bin ja gleich da, ich bin kein D-Zug. So. So, wo? Achso, lol. Wer ruft da an? So echt typisch, weißt? Da will es ans Telefon gehen. Und dann nix. Ein Telegramm. Übersetzung. 20 August 1942. We hereby communicate the death of Ada T., mother of Renee T., a patient in your institution. Oh. No known relative. Sincerely yours, Onofrio P. Sie hat nicht nur die I've nobody left in the world. Nobody at all. Solitude is very strange. It muffles everything, slows it down. It's an endless scream which doesn't emit any sound.
a silent shout. I can't stop looking at myself. I will never leave this place. There's nobody for me out there. These walls have become my skin, and the wretched desperation within them is my soul without a voice. Here, nobody weeps anymore. How I would love to feel life, desperation, anger. I've stopped dreaming, daydreaming, maybe even thinking. I've lived in a reality which has corroded me, depriving me of everything, even of my capacity to feel pain. Ich wollte sagen, jetzt hat sie erst die Amara verloren und jetzt ist ihre Mutter tot. Und sie hat nie die Briefe von ihr bekommen, die wurden ihr nie zugestellt. Die Mutter hat nie gemerkt oder gehört, wie es ihr geht und dass sie einfach nur raus will. Puh, das ist echt harter Tobak, hey, das Spiel. Warte mal, sind wir jetzt? Ja, das ist... Oh, nee, kein Archiv. Ja, eigentlich im Endeffekt doch, ja, ja. Aber alles leer. Wie, was? Aufzug. Natürlich geht er nicht. Ah, okay. Aber die springt aber dann nicht vom Dach runter, oder? Weißt du, wenn ich hier nicht hochkomme, habe ich ein Problem. Ne, das war eigentlich nicht das, was ich sagen wollte, weil es hier nicht rausgeht. Weil es auch hier runter geht. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ursprünglich. Wenn Leute niemand mehr in ihrem Leben haben und es nichts mehr zu verlieren gibt. Leute können halt viel anstellen dann. Warum geht die Tür von selbst auf? Aber ja, ich könnte raus in die Freiheit. Aber bevor ich in die Freiheit gehe, gibt's hier nichts mehr zu sehen. Und wir kommen wo ganz anders raus, als wir überhaupt reingegangen sind. Ja, aber das Spiel kommt echt tatsächlich ohne Jumpscares aus. Ich meine, klar, das Spiel braucht keine Jumpscares. Es hat eine ziemlich krasse Story. Ich finde auch ein Jumpscare wäre total fehl am Platz. Wir sind tatsächlich draußen. Wieder. Warte mal. Stimmt, wo ist Charlotte eigentlich abblieben? Keine Ahnung. 5th May, 1943. Renee's in a good state of health. She eats and speaks, is orientated in space and time. Therapy suspended. 3rd December. She asks, reasonably, if she can leave the hospital. Evaluate patient for 6 months. 2nd May, 1944. Discharge denied, despite favorable psychiatric opinion. Patient has no home or means of support. 4th May. The reasons why discharge is impossible are explained, and in this manner Renee learns of her mother's death 2 years after the fact. 5th May. During the night she tried to kill herself by hanging herself with a sheet, saved by the nurses. Restrained to her bed, she once more tries to kill herself by suffocation. It is decided to perform a transorbital lobotomy. Das hat sie, glaube ich, richtig runtergerissen. Dass ihre Mutter gestorben ist. Ich meine, ihr ging es soweit wieder gut, dass sie eigentlich entlassen hätte werden können. Aber das hat sie richtig runtergerissen, der Tod ihrer Mutter. Los mich rein. Achso, hier ist nichts. Ist es von ihr? Ich würde mal sagen, das schaut eigentlich alles halbwegs normal.
Achso, ich wollte gerade sagen, da wollte jemand die Scheibe kaputt machen, aber das sah doch eigentlich recht normal aus. Okay. Also 15 Kapitel. Doch so viel. Die Hirnoperation oder Lobotomie verbreitete sich sehr schnell in Italien. Vielleicht früher noch als in anderen europäischen Ländern oder den USA. Die ursprüngliche Technik von A.E. Moniz wurde 1937 zu schnell. Ich glaube, ich werde es gar nicht vorlesen. Das dauert zu lang. Ja, vor allem, ja, wie gesagt, bei Operationen kann halt auch immer was schief gehen. Muss nicht, kann aber. Die sehen jetzt halbwegs normal aus. Irgendwas passiert jetzt gleich. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie das nächste Mal die Augen aufmacht, dass sie weg sind. Oder irgendwelche anderen finsteren Gestalten da sind. Nö. Das sind mal leblose Augen, hey. Lass am besten die Augen zu. Warum müssen wir uns das jetzt anschauen? Boah! Ah! Boah, das tut schon weh beim Zuschauen. Boah, das ist... Nein, nein. Oh, Gottes Willen, ey. Boah, das war eklig, ey. June 1944. Operation successful. Patient tranquil and collaborative. Motor coordination capacity reduced, but she's improving. Transferred to the tranquil department in the care of Dr. B. 25th of October. Continues to talk about Amara and her doll, Charlotte. The disturbances of motor capacity show slight signs of improvement. Difficulty walking, not capable of riding, and the nurses report that they have to help her dress, wash, and feed herself. In the summer of 1944, Renee was transferred back into my department. Aware of little, indifferent, hardly ever spoke. One day, she said, "When I find the courage to look at myself in the mirror, I see a young face which is aged and looks at me full of fear."
She is a woman now who has changed profoundly compared to the girl that I had under my care several years ago. Only the sadness of her gaze and her intelligence are unchanged. She's so young, just 23 years old, but is lacking all vitality. Perhaps her condition may improve, but probably not. Her life has been thrown away. And nobody did a thing to try to avoid this. Die wird bis an ihr Lebensende in der Anstalt bleiben. Also das ist echt harter Tobak, das Spiel. Aber das sieht doch älter aus als 23. Was ist das von der Town of Light? Ja, und sie wird einsam und allein in der Anstalt sterben. Keine Amara mehr, keine Mutter mehr. Puh. Das Spiel ist verdammt harter Tobak. Ich meine, ein richtig gutes Storytelling und eine richtig traurige Geschichte. Ja, ich glaube, das war's jetzt vom Spiel. Gut, dann war's das von dem Let's Play erstmal. Sag mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da, Daumen hoch, teilt's mit Freunden, Bekannten. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.